Island. Das Land der Wikinger, Legenden und Elemente. Vor Millionen von Jahren erhob sich eine Insel aus den Tiefen des tosenden Nordatlantiks. Ein Land, geformt von Feuer und Eis, geboren aus Chaos und gekrönt von ungezähmter Schönheit. Dies ist Island, das Reich der Götter, der unbarmherzigen Natur und der mutigen Nordmänner. Die Wikinger erreichten diese ungezähmte Wildnis vor über 1100 Jahren. Geführt von den Sternen und ihren Legenden, trotzten sie den Stürmen des Ozeans, um hier Fuß zu fassen. Sie nannten es Island, das Land des Eises, wo sie neue Heimstätten errichteten, das erste demokratische Parlament der Welt gründeten, den Althing und Sagas schrieben, die bis heute von Heldentum und Göttern erzählen. Dieses Land war ihre Herausforderung und ihre Inspiration. Die mächtigen Gletscher wie der Vatnajökull flüsterten von Ewigkeit, während die Vulkane wie der Eyjafjallajökull und der Hekla den Zorn der Erde entfachten. Unter dem Rauch und der Asche der Vulkane sahen die Wikinger die Zeichen ihrer Götter. Diese Landschaft, so rau und unerbittlich, spiegelte den unbezähmbaren Geist der Nordmänner wider. Die Natur selbst wurde zum Schauplatz ihrer Legenden. Wasserfälle wie der Gullfoss und der Gojafoss wurden zu heiligen Orten. Man erzählt sich, dass ein Wikingerhäuptling einst die alten nordischen Götterstatuen in den Gojafoss warf, um dem Christentum Platz zu machen. Ein Akt des Mutes oder der Rebellion, je nach Perspektive. Im Sommer wird die Insel von der Mitternachtssonne gekrönt. Einem ewigen Tag, der die Wikinger inspirierte, weiter zu reisen, weiter zu erobern. Im Winter jedoch regiert die Dunkelheit, durchbrochen nur von den tanzenden Nordlichtern. Ein Spektakel, das die Nordmänner als Botschaft der Götter interpretierten.
Island ist ein Land der Extreme. Über 130 Vulkane, 30 davon aktiv, prägen das Gesicht der Insel. Der jüngste Vulkan, Fagradalsfjall, spuckte erst vor kurzem Lava und erschuf neues Land. Gleichzeitig bewachen Gletscher wie der Langjökull das Erbe der Erde. Island ist nicht nur ein Land, es ist eine Geschichte, eine Saga, ein Ruf nach Abenteurern, die den Mut haben, ihre Grenzen zu erkunden, genau wie die Wikinger vor über 1000 Jahren. Es ist das Land der Legenden, das Land, das die Elemente regieren, das Land, das ewig lebt. Willkommen in Island, der Himmel der Götter, der Boden der Helden, der Bühne des Abenteuers. Island ist ein Land wie kein anderes. Ein lebendiges Stück Erde, das in seiner Einzigartigkeit seinesgleichen sucht. Ich bin schon um die halbe Welt gereist und hoffe, dass ich dies weiterhin tun darf, solange mich meine Füße tragen. Aber Island ist wirklich etwas Besonderes. So besonders, dass wir eines wissen: wir kommen wieder. Im Sommer werden wir zurückkehren, um eine ganz neue Seite dieses wundervollen Landes zu entdecken. Unter den unzähligen Mythen und Geschichten, die dieses Land durchdringen,
steht eine Wahrheit fest. Island ist lebendig. Es ist nicht nur die Heimat der Wikinger, sondern auch ein Reich der verborgenen Wesen. Noch heute glaubt ein großer Teil der Isländer an Elfen und Trolle, die in den Lavafeldern und Hügeln wohnen. Diese unsichtbaren Hüter der Insel, so sagt man, schützen die Landschaft vor der Gier der Menschen. Für uns war Island nicht nur ein Reiseziel. Es war ein absolut faszinierendes, unvergessliches Erlebnis. Dieses junge, raue und zugleich magisch schöne Land hat uns tief beeindruckt. Die Gastfreundschaft seiner Bewohner, sowohl der Menschen als auch der Tiere, ist etwas, das man einfach erleben muss. Hier lebt man im sichersten Land der Welt, ohne Armee und doch voller Zufriedenheit mit dem, was die Erde gibt. Eine beeindruckende Lektion in Einfachheit und Glück. Über dieser mystischen Landschaft erheben wir uns im Flug. Mit jedem Blick aus der Höhe wird die Seele dieses Landes spürbar. Von den schroffen Klippen, an denen die Wellen des Nordatlantiks brechen, über die endlosen Moosfelder, die wie ein Teppich aus Smaragden leuchten, bis hin zu den Fjorden, die wie uralte Wunden die Erde durchziehen. Die Küstenlinie Islands, geprägt von schwarzen Sandstränden wie Reynisfjara, wurde zur Heimat der Drauga, gespenstischer Kreaturen, die die Sagen der Wikinger bevölkerten. Die Basaltsäulen, die aus dem Meer ragen, sollen versteinerte Trolle sein, die beim Versuch, ein Schiff zu kapern, von der Morgensonne überrascht wurden. Und zack, bang, gegen einen kleinen Felsen geschrotet. Aber wiedergefunden wie immer, da wir in Neuseeland schon erfahrene Drohnensuchexperten geworden sind. Diese Gegensätze, Feuer und Eis, bilden die Essenz Islands. Eine Sauna in Ehren kann keiner verwehren. Ein riesiges Dankeschön geht an euch, unsere Zuschauer. Wenn euch diese Reise gefallen hat, abonniert kostenlos unseren Land Cruiser Nomade-Kanal auf YouTube, um auch in Zukunft die Geheimnisse und Abenteuer dieser Erde mit uns zu erleben. Mein besonderer Dank geht an Hilda, meine unerschütterliche Begleiterin, die uns sicher durch dieses raue, aber wunderschöne Land geführt hat. Ein ebenso großes Dankeschön
an Kauzi, der mit seinem außergewöhnlichen Talent diesem Film das Leben eingehaucht hat. Und nicht zuletzt an meine Eltern, die mich einst mit dem Windsurfen in die große, weite Welt geschickt haben. Eine Welt voller neuer Spots, die darauf warten, entdeckt und geliebt zu werden. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Bleibt gesund, bleibt neugierig und habt euch lieb. Euer Snorre. Kommt gut ins neue Jahr.